Wir begrüßen euch ganz herzlich hier im Showroom von Cube Bikes in Waldershof. Wir werden euch einen Überblick über die verschiedenen Bike-Kategorien geben, die wir im Modelljahr 2021 vorstellen. Für den Bereich der Hybrid Bikes wird es mein Kollege Peter machen und wir starten jetzt mit den konventionellen Bikes mit einem kleinen Rundgang. Nach dem Erfolg vom New Road in Aluminium war für uns klar, das Thema Gravel auf die nächste Stufe zu heben und der Plattform noch eine Carbon-Version zur Seite zu stellen. C62 ist schon wieder Indikator auf das Material, also wir arbeiten mit einem erhöhten Faseranteil von 62% in diesem Verbundwerkstoff. Auch schöne Details, semi-integrierte Sattelklemmung, wie wir sie auch in der Agree-Serie verwenden und natürlich eine Vollcarbon-Gabel, die aber auch eine integrierte Lichtleitungsführung beinhaltet. Die Räder sind natürlich sehr sportiv, aber bieten auch in der Carbon-Version alle Schnittstellen für unser Asset-Zubehörprogramm. Ich kann also so einen Carbon Racer auch noch upgraden mit Schutzblech, mit Gepäckträger und sogar auch mit einem Ständer. In der Top-Version SL sehen wir das Ganze dann mit einer 1x12 SRAM Force-Schaltung. Wir kombinieren das Ganze auch mit Komponenten, die eigentlich aus dem Mountainbike-Bereich kommen. SRAM Eagle, Schaltwerk und Kassette. Das heißt, wir haben eine super weite Bandbreite und somit kann man auch im steilen Gelände mit dem Rad fahren, denn wir haben hier Reifenfreiheit von bis zu 45 mm. Wenn ich das Ganze mit Schutzblech ausstatte, sind es noch 40 mm. Ist also ein super potentes Rad, was einen sehr, sehr breiten Einsatzbereich bietet. Der Reiz und der Erfolg von Gravelbikes liegt wohl darin, dass der Einsatzbereich nicht eindeutig definierbar ist, sondern es ist ein unheimlich weites Feld und stellt für jeden Nutzer ganz was anderes dar. Ist es hier einmal die sportive Feierabendrunde als Trainingsgerät oder ist es ein Commuterbike oder für lange Touren mit Gepäck? Gravel bildet alles ab. Wir haben das New Road in Aluminium komplett neu konzipiert für Modelljahr 2021. Der Rahmen ist leichter geworden, ist eleganter geworden. Man sieht, wir haben hier eine voll integrierte Sattelstützklemmung. Die Gabel ist auch voll aus Carbon gefertigt, verschlankt, wiegt nur um die 450 Gramm und bietet auch solche Features wie eine voll integrierte Lichtleitungsverlegung, die jetzt hier auch sichtbar ist bei dem FE-Modell. Wir haben die Anbindungspunkte so gewählt, dass ich aus dem Asset-Zubehörprogramm Ständer, Schutzblech, Gepäckträger verbauen kann oder ich habe es hier in der voll ausgestatteten Version schon im Lieferumfang. Ich kann es aber auch als nacktes Bike fahren und dann sind diese Anbindungspunkte fast unsichtbar. Ich habe eine ganz schlanke, ganz cleane Optik. In dem Modell auch eine Shimano GRX-Gruppe verbaut, wie der Name schon sagt, eine Gravel-spezifische Gruppe. Die Bremsen sind so geformt, dass ich eine sehr angenehme Position am Lenker habe. Auch die Übersetzungen sind so gewählt, dass ich, wenn ich mit Gepäck fahre, auch jeden Berg noch locker hochkomme. Die Gabel hier kann auch sogar noch 10 Kilo Zusatzgewicht an einem Lowrider-Gepäckträger aufnehmen. Also so qualifiziert sich es wirklich als Langdistanz-Expeditionsfahrrad. Gravelbikes boomen definitiv und den Reiz, die befestigten Wege zu verlassen, verspüren natürlich Männer und Frauen gleichermaßen. Deshalb haben wir auch unser New Road WS für Modelljahr 2021 komplett neu konzipiert. Es hat einen neuen Aluminiumrahmen, wir sind ein ganzes Stück leichter geworden, ca. 200 bis 300 Gramm. Wir haben auch die Gabel verschlankt, ist jetzt 1,8 Zoll, 1,25 Zoll, natürlich in Vollcarbon und wie wir sehen, die Gabel hat auch Befestigungspunkte für einen Lowrider-Gepäckträger. Ich kann also sogar noch mal 10 Kilo am Vorderrad extra zuladen und auch alle anderen Anbindungspunkte sind gegeben. Das heißt, aus dem Asset-Zubehörprogramm, ich kann Ständer, Schutzblech und Gepäckträger verwenden, egal ob in einer vollen Version mit Federklappe, vielleicht eher fürs Commuting oder in einer reduzierten Form, wenn ich dann nur mit Packtaschen unterwegs bin, auch wieder Thema Bikepacking als Trend.
Das Rad ist ausgestattet mit einer breitbandigen 2x10 Shimano Tiagra Schaltgruppe. Wir verwenden hier auch Scheibenbremsen, mechanische TRP-Scheibenbremsen, um das Ganze eben sicher zu stoppen. Und die Reifenfreiheit ist sogar bis 45 mm gegeben. Ja, mit Schutzblech kann ich immer noch 40 mm verwenden, also auch das Thema Sicherheit und Fahrkomfort, wenn ich dann mit Gepäck unterwegs sein sollte. Wenn wir die Kategorie der Räder anschauen, die mit Rennlenker kommen, sehen wir ganz klar zwei Trendthemen. Einmal Gravel und zum zweiten Cyclocross, querfeldein. Für Cube auch ganz klar ein Thema im Athleten-Sponsoring. Wir sind hier international und national unterwegs im UCI-Weltcup, unterstützen hier Nachwuchsteams und haben im Bereich Crossrace unser Aluminiummodell für Modelljahr 2021 komplett überarbeitet. Der Rahmen ist schlanker geworden, er ist leichter geworden. Wir reden hier von 200 bis 300 Gramm Gewichtsersparnis, haben die Gabel auch verschlankt. Das Rad kommt natürlich mit Steckachse vorne hinten und hat immer noch im Vergleich zu den Gravelbikes eine sportive Geometrie. Schauen wir uns Crossrace C62 an. C62 sagt schon, es ist ein Carbonrahmen. 62 steht hier für den Faseranteil im Verbundwerkstoff. Rahmengewicht hier schlanke 1100 Gramm. Das Ganze kommt natürlich auch mit einer Vollcarbon-Gabel. Und im Topmodell SLT gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir reden hier von Carbon-Laufrädern von Newman. Hier auch neueste Generation der R38 Carbon-Felgen mit innenliegenden Speichennippeln. Auch das Cockpit hier von Newman, Carbonlenker, Carbon-Sattelstütze und im SLT-Modell sogar eine SRAM Force AXS-Schaltung, also hier keine kabelgebundene Schaltung mehr, sondern alles wird über Funk angesteuert. In dem Bereich der sportiven Räder natürlich mittlerweile auch schon mit 1x12 Übersetzungen und das Ganze natürlich super leicht. Und wer schnell unterwegs ist, muss auch gut bremsen können. Deshalb hier natürlich die SRAM Force hydraulischen Scheibenbremsen. Beim Lightning sind wir hier wirklich beim High-Performance-Rennrad, also das schnellste, was von Cube auf der Straße unterwegs ist. Wir sehen schon in der Seitenansicht, das ist ziemlich flächig, das Rad, wegen der Aerodynamik. Von vorne gesehen sind die Stirnflächen aber wirklich minimal. Also es ist ein ganz schlankes Bike, natürlich auch bis aufs letzte Quantum an den Regeln der UCI konstruiert. Es war auch an der Tour de France unterwegs, das Rad. Und Hauptaufgabe ist natürlich, den Luftwiderstand zu reduzieren. Zum Vorgängermodell sprechen wir hier von 30% Ersparnis, das Ganze auch verifiziert im Windkanal. Und das entspricht wirklich 30 Watt bei dem Modell. Und mit 30 Watt weniger zu treten oder entsprechend mit 30 Watt schneller zu fahren, ist was der Fahrer deutlich spürt. Beim Topmodell SLT sehen wir auch das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben mit Carbonlaufrädern, die den Luftwiderstand reduzieren, also sehr hohes Profil mit 62 mm. Und generell, man sieht, dass man eigentlich nichts mehr sieht. Die Züge für die Bremsleitung sind komplett integriert und bei dem Topmodell SLT haben wir hier auch eine SRAM Red AXS Schaltung, die komplett nur über Funk die Signale überträgt, also gar keine Kabel mehr hat. Generell Lenkervorbau auch in einem System integriert. Also Rahmen, Gabel, Lenkervorbau ist wie eine Einheit konzipiert, um hier die Übergänge möglichst fließend zu machen und eben den Luftwiderstand zu reduzieren. Wir reden aber nicht nur von den absoluten Profifahrern, sondern natürlich auch von normalen Athleten und deshalb haben wir dem Rad trotzdem eine Reifenfreiheit von bis zu 28 mm spendiert. Wenn man also mal auf schlechten Straßen unterwegs ist, kann man hier auch etwas mehr Volumen, etwas mehr Komfort generieren. ...29 Zoll Laufräder, Vollcarbonrahmen und eine gehörige Portion Federweg ist das Erfolgsrezept vom Stereo 150. Das Rad ist potent genug, um in der EWS um Podestplätze zu kämpfen, aber auch leicht genug, um auf der Feierabendrunde oder auf der Transalp Spaß zu bieten. In der TM-Version fällt es auf, nicht nur durch die Farbe mit Orange und Grau, ganz signifikant für TM-Ausstattung, sondern auch natürlich, dass immer noch eine Portion mehr draufgepackt ist, was die Robustheit
das Potenzial der Komponenten angeht. Also wir haben hier die neueste Generation vom Fox Factory Fahrwerk, Float X2 Dämpfer und die nagelneue Fox 36er Gabel, vorne 160 mm Federweg, hinten 150. Das Ganze auch mit robusten und super steifen Newman SLA 30 Laufrädern. Man sieht darauf auch griffstarke Maxxis-Bereifung, Assegai vorne und Minion DHR2 hinten. Gebremst wird das Ganze mit einer MT7 Bremsanlage von Magura. Hier natürlich vorne 203 mm Scheiben, hinten 180, dass man auch bergab die volle Kontrolle hat mit dem potenten Fahrwerk. In den Sting WS 140 Modellen verschmelzen die Vorteile von einem 27,5 Zoll Trail oder All-Mountain-Bike. HPC steht hier für einen Carbon-Hauptrahmen plus Carbon-Umlenkhebel. Das Ganze erhöht die Steifigkeit, bringt aber auch das Gewicht nach unten. Wir kombinieren es hier mit einem Aluminium-Hinterbau. Durch die 27,5 Zoll Räder haben wir ein sehr lebendiges, sehr wendiges, agiles Fahrwerk. Und in dem Modell Race hier kombinieren wir das Ganze auch mit einem Fox-Setup, 150 mm Federgabel, 34er Durchmesser an der Front und dem Float DPS Dämpfer am Heck für 140 mm Federweg. Bei der Bremsanlage nehmen wir am Vorderrad eine Magura Vierkolbenbremse, um einfach die Bremsleistung zu erhöhen. Am Heck gehen wir auf eine Zweikolbenbremse, um das Gewicht zu senken. Bei den Laufrädern hier auch Fulcrum verbaut mit 27 mm Innenweite, auch schon vorbereitet für einen Tubeless-Umbau. Die Schaltung hier kommt von Shimano, ganz bewusst ein 1x12 Antrieb, ja, einfach zu bedienen, und ich habe eine sehr schöne Gangspreizung von 10 bis 51 Zähnen, also 510% Bandbreite, dass ich einen schnellen Gang habe, aber im Gebirge auch noch die steilen Anstiege bewältigen kann. E-Lite C68X steht bei Cube ganz klar für Cross Country und Marathon Racing. Dass so ein Rad leicht und steif sein muss, versteht sich von selbst. Unser Ziel war aber auch, möglichst viel Komfort noch in den Rahmen einzubauen. Wir sehen, die Seitensilhouette ist sehr schlank. Die Sitzstreben und das Oberrohr funktionieren mit der Sattelstütze zusammen wie ein kleines Federsystem, was einfach den Fahrer auf langen Rennstrecken weniger ermüden lässt. C68X sagt auch aus, wir haben 68% Faseranteil, und X steht hierfür, dass wir alles überschüssige Material weggelassen haben. X heißt immer, es wird was weggenommen und aufs Wesentliche beschränkt. Im Topmodell SLT verwenden wir natürlich nur die besten Bauteile, die verfügbar sind. Also wir haben eine komplette SRAM Eagle XX1 AXS Schaltgruppe, kabellos mit Funksignalen die Steuerung. Wir haben Magura MT8 Bremsanlage an dem Rad, super leicht, aber super zuverlässig, und natürlich im Bereich der Federung eine 100 mm Fox Factory Gabel, das Ganze noch über Remote-Hebel steuerbar, dass ich im Sprint vorne die Front noch verhärten kann und jedes Watt auch wirklich in Vortrieb umsetzen kann. Wer sich die Welt der Mountainbike Trails erkunden will, hat mit dem Cube Analog den perfekten Begleiter. Das Motto ist: draufsetzen, ins Gelände raus, Spaß haben. Wir haben alles reingepackt, was ein vollwertiges Mountainbike braucht. Der Aluminiumrahmen ist konifiziert, es ist ein leichter, steifer Rahmen. Wir bieten das Rad auch je nach Rahmengröße, entweder mit 27,5 Zoll Bereifung oder wie hier mit 29 Zoll Reifen an. Das Rad ist ausgestattet mit einer 100 mm RockShox Federgabel, auch vom Lenker bedienbar. Ich kann sie also blockieren, wenn ich einen Sprint damit fahren will. Ich habe eine 1x12 SRAM Eagle-Schaltung, also bis vor Jahren noch undenkbar. Jetzt haben wir eine Bandbreite bis 50 Zähne Übersetzung hinten, also ich kann auch den steilsten Berg damit erklimmen, und auf der anderen Seite, wenn es bergab geht, habe ich hier eine zuverlässige Shimano Bremsanlage mit hydraulischen Scheibenbremsen, die mich dann auch wieder sicher abbremst. Im Modelljahr 2021 spendiert Cube der kompletten Nature-Baureihe einen neuen Rahmen. Wir wollten das Gewicht reduzieren, zum Beispiel verwenden wir hier Hydroforming-Verfahren an den Kettenstreben
um das verwendete Material noch besser einsetzen zu können und auch Gewicht zu sparen, haben in dem Zuge aber auch die Form angepasst. Alle Rahmen dieser Baureihe haben jetzt, wie hier auch verbaut, eine Reifenfreiheit von bis zu 50 mm, ein deutliches Plus an Fahrkomfort und auch an Fahrsicherheit. Im Modell Nature SL sehen wir hier eine komplette Shimano XT Schaltgruppe inklusive 3x10 Antrieb, inklusive Bremsanlage. Auch bei der Federgabel haben wir das Gewicht gespart. Wir verwenden eine Luftfedergabel von Essa Santur, die sich zudem auch noch vom Lenker aus bedienen lässt über Remote Lockout. Wir sehen hier das Modell als klassisches sportives Trekking Cross. Ich kann es aber auch als Tourenrad upgraden. Ich habe alle Anbindungspunkte für das Esse-Zubehörprogramm. Ich kann also Ständer verbauen, ich kann Gepäckträger und Schutzbleche verbauen. Die ganzen Schnittstellen am Rahmen sind aber super clean integriert, dass es so die sportive Optik erhält. Die Cube Height Serie steht ganz klar für edle, stylische Bikes für den urbanen Einsatz. Im Modell Height Pro, wie wir es hier sehen, haben wir das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben mit einem Gates Antriebsriemen, also sehr wartungsarm, aber auch sehr leise. Der Rahmen ist natürlich dafür vorbereitet. Wir haben ein Exzenter-Tretlager, um die Riemenspannung einzustellen und dieses Split Dropout, um den Riemen im Rahmen zu verbauen. Wir sehen, die Reifen von Schwalbe sind sehr voluminös, bieten also schönen Komfort bei dem sonst sehr schlichten Rad, was natürlich auch mit einer ganz cleanen Starkgabel ausgestattet ist. Wir haben eine Shimano 8-Gang-Nabe hier verbaut, also ein sehr breites Übersetzungsspektrum, das Ganze aber wieder sehr wartungsarm geplant. Und auch die Bremsanlage stammt von Shimano, hydraulische Scheibenbremsen. Natürlich, das Rad steht sehr schlicht da, wie wir es hier sehen, aber wir haben alle Anbindungspunkte am Rahmen, um es noch auszustatten mit dem Esse-Zubehörprogramm. Also ich kann es mir auch mit einem Gepäckträger, mit Schutzblechen und mit einem Ständer upgraden, um es dann, sage ich mal, im Commuting-Einsatz zu verwenden, wenn ich Packtaschen auf das Rad verwenden will. Die Kids, die heute mit ihren Eltern auf den Trails oder im Bikepark unterwegs sind, sind vielleicht die World Cup Racer und Weltmeister von übermorgen. Deshalb war unser Ziel bei Cube ganz klar, ihnen ein Fully zur Seite zu stellen, was den Ansprüchen genügt, die wir auch an ein Erwachsenenbike stellen würden. Stereo 240 sagt aus, es ist ein 24 Zoll Chassis mit 120 mm Federweg vorne und hinten. HPA, High Performance Aluminium, steht nicht nur drauf, sondern steckt auch drin. Wir arbeiten hier mit Hydroforming, mit Konifizierungen in den Rohren. Der Rahmen ist auch mit einer 142x12 Steckachse ausgestattet und zum Beispiel die Kurbel ist von der Länge angepasst auf die Gegebenheiten von dem kleinen Fahrer oder von der kleinen Fahrerin. Auch beim Cockpit das Thema Ergonomie für Kinder. Wir arbeiten hier mit einem SDG-Lenker inklusive Griffen, die auf einen reduzierten Klemmdurchmesser konzipiert sind, also für die kleineren Kinderhände auch einfach bessere Kontrolle an dem Lenker. Die Federelemente sind natürlich auch abgestimmt, spezifisch für das geringere Gewicht. Wir arbeiten hier mit Manitou Dämpfer und Federgabel, die so ausgelegt sind, dass auch mit wenig Gewicht der volle Federweg ausgenutzt werden kann. Ja, bei den Reifen hier auch Schwalbe-Reifen mit richtig viel Volumen, auch eine Magura Bremsanlage, um das Ganze sicher zum Stehen zu bringen, also ein wirklichen Gesamtpaket mit 1x11 SRAM-Schaltung für die kleinen Shredder von morgen. Das Stereo Hybrid 120 ist unser Komfort Fully. Dieses Jahr auch erhältlich in einem Size Split. Das heißt, die kleine Größe XS rollt auf 27,5 Zoll Laufrädern. Somit auch für kleinere Personen optimal zu handeln. Die Kinematik und die Kettenstrebenlänge ist auf Komfort ausgelegt und die Anschraubpunkte für Ständer, Schutzblech, Gepäckträger
macht das Stereo 120 zu einem treuen Begleiter, wenn es ums Thema Commuting geht. Auch leichte Trails sind mit dem Rad kein Problem. Hier sehen wir aus der Stereo 120 Reihe das neue 120 TM, das auf sanfte Trails ausgelegt wurde. Wir haben eine 1x12 SRAM-Schaltung, zuverlässige Magura-Bremsen, wir haben eine RockShox Recon an der Front, gut ablesbares Kiox-Display und robuste Schwalbe Hansdampf-Reifen mit einer Supertrail-Karkasse. Das Stereo Hybrid 140 ist unser Do-it-all-Bike. Von langen, ausgedehnten Touren bis hin zu Enduro-Abfahrten ist alles möglich. Eine moderne, angepasste Geometrie macht sowohl im Up- wie auch im Downhill Spaß. Kürzere Kettenstreben als beim 120er garantieren ein agileres Fahrverhalten, aber die Kettenstreben sind nicht zu kurz gewählt, somit bleibt auch die Front bei steileren Uphills immer am Boden. Das Stereo SLT 140 wurde dieses Jahr noch mehr auf Performance getrimmt. Der Federweg an der Front wächst auf 150 mm und der Hinterbau wurde mit einem Fox Float DBX Dämpfer mit Ausgleichsbehälter ausgestattet. Die Gabel ist eine Fox Float Factory 36 mit neuer Grip 2 Dämpfung. Wireless-Schaltung von SRAM, die SRAM Axis mit 1x12 sowie Newman Carbon Laufräder machen das Ganze zu einem High-End Performance Paket. Das Stereo 160 Hybrid ist unser abfahrtlastigstes Fully mit den größten Nehmerqualitäten. Geometrie und Kinematik sind auf absoluten Fahrspaß ausgelegt. Wendige 27,5 Zoll Laufräder und maximal kurze Kettenstreben stehen für atemberaubende Agilität. Unser Topmodell, das Stereo Hybrid 160 SLT, kommt im Modelljahr 21 mit komplettem C62 Carbonrahmen. Dadurch haben wir eine Gewichtsreduzierung von 25% am Hinterbau. Der Speedsensor wandert ins Dropout und ist schön integriert. Und das Geschwindigkeitssignal wird an der Bremsscheibe über einen Magnet abgenommen. Wir haben Wireless Shifting mit SRAM Access und eine Wireless Dropper Post. Wir haben eine neue 38er Fox Factory an der Front mit 170 mm mit einer Grip 2 Dämpfungskartusche. Wir haben am Hinterbau einen DBX2 Factory Float Dämpfer von Fox, Carbonlaufräder von Newman, neue Schwalbe Supertrail Reifen in 2.4, vorne die Magic Mary, hinten die Big Betty und ganz neu dieses Jahr Integrated Cable Routing, das heißt, wir führen die Kabel bzw. Bremsleitungen durch das Steuerrohr in den Rahmen ein. Wahlweise gibt es dieses Modell als Nyon oder als Kiox-Version. Das Reaction Hybrid Portfolio deckt die volle Bandbreite von Commuting bis zu sportlichen Mountainbike-Touren ab und ist somit der Einstieg ins E-Mountainbiken. Dieses Jahr komplett auf Intube mit unserer X-Core-Technologie und anpassbar für den Alltag. Die Anpassung kann durch die Ständeraufnahme, die Gepäckträgeraufnahme und die Schutzblechaufnahme realisiert werden. Das Reaction SLT ist die Spitze der Reaction-Reihe. Wir setzen hier auf einen Boost-Hinterbau mit 148 mm, der uns die nötige Steifigkeit ins Rad bringt. Bosch CX-Motor mit 85 Newtonmeter, gut ablesbares neues Nyon-Display und geschaltet wird mit einer Shimano XT 1x12 Schaltung. Das Verzögern übernimmt die Shimano XT 4-Kolbenbremse an der Front und am Heck. Und an der Front arbeitet eine Fox 34er Rhythm mit 120 mm Federweg. Das herausragendste an diesem Rad ist die Systemgewichtsfreigabe von 150 Kilogramm in der Herrenvariante. Die New Rides sind unsere E-Mountainbike Easy Entry Rahmen mit maximaler Sicherheit bergauf wie bergab. Ich sage ganz bewusst E-Mountainbike, da unsere Tiefeinsteiger die Vorgaben in unserem Labor mit Bravour gemeistert haben.
mit denen normalerweise unsere Hardtail-Rahmen abgetestet werden. Die leistungsstarken Bosch-Motoren helfen bergauf mit einer maximalen Unterstützung. Wir haben breite Reifen, 100 mm Federgabel an der Front, die fahrstabile Konstruktion, die nochmals für Sicherheit sorgt. Die Allroad-Modelle machen bei jedem Wetter eine gute Figur. Das New Ride SL ist an der Front mit einer 34er Fox Rhythm ausgestattet, super komfortabel und fahrstabil. Wir haben eine Shimano XT12-Fachschaltung, die präzise die Gangwahl ermöglicht, eine 4-Kolben XT-Bremse an der Front und am Heck, eine gefederte Sattelstütze für noch mehr Komfort, Nyon-Display CX-Motor von Bosch mit 625 Wattstunden und 85 Newtonmeter und, wie bei allen unseren Touringrädern, einen neuen Lenker mit 15 Grad Backsweep. Das heißt, noch mehr Komfort, ich gehe von dieser Position in diese Position mit meinen Händen. Die Kathmandu-Modelle sind unsere Touren- und Reiseräder mit leistungsstarken Bosch CX-Motor mit 85 Newtonmeter und integrierter Batterie. Wir haben einen Integrated Carrier bei dieser Modellreihe, der auch bei Volllast maximale Fahrstabilität gewährleistet. Die Efficient Komfortgeometrie erlaubt auch bei längeren Radreisen ein entspanntes Sitzen. Bei allen Modellen ist ein verstellbarer Vorbau montiert, damit er auf den Kunden angepasst werden kann, und es ist eine Gabel mit 100 mm an der Front verbaut. Das Topmodell aus der Kathmandu-Reihe, unser Kathmandu SLT, kommt mit nagelneuem Bosch Nyon-Display, einem 12-fach Shimano XT-Antrieb sowie XT-Bremsen, 4 Kolben am Vorder- und 4 Kolben am Hinterrad. An der Front federt eine RockShox Recon Go It mit 100 mm Federweg und das Ganze wird abgerundet durch eine Parallelogramm-Sattelstütze von Bei-Schulz. Das Touring ist unser beliebtes Tourenrad mit Generation 3 Bosch-Motor und dieses Jahr endlich mit PowerTube und X-Core-Technologie. Wer ein harmonisches E-Bike sucht mit fast lautlosem Motor, ist hier richtig. Der Gen 3 Motor von Bosch lässt sich auch über 25 km/h fast widerstandslos treten. Auch hier haben wir 100 mm an der Front und das komplette Komfortpaket mit gefederter Sattelstütze und verstellbaren Vorbau. Besonders hervorzuheben aus dieser Modellreihe ist das Touring Pro. Geschaltet wird mit Shimano 1x10 Deore, gebremst mit Shimano MT200 Bremsen. Wir verbauen eine 100 mm Suntour-Gabel an der Front und ein gut ablesbares Intuvia-Display von Bosch. Jetzt kommen wir zu unserer Rookie-Reihe, also das E-Mountainbike für den Nachwuchs. Ob mit dem Papa eine Feierabendtour oder eine längere, ausgedehnte, abenteuerliche Tour im Familienurlaub, das Kind wird immer unterstützt, das Kind hat Lust, das Kind hat Spaß. Aus Sicherheitsgründen sind die Räder auf 20 km/h reduziert. Wir haben neue Lenker mit angepassten Griffen und kleineren Durchmessern, damit die Kinderhände nicht so schnell ermüden. Die Griffe sind deutlich ergonomischer und dadurch kräfteschonender. Die Acid 240 Reihe ist für Kinder von 1,20 m bis 1,30 m, unsere Reaction-Reihe von 1,30 m bis 1,40 m. Das Acid 240 Rookie Pro ist mit einem Active-Motor ausgestattet mit 40 Newtonmeter, einen 400 Wattstunden On-Tube-Akku von Bosch, Suntour XCD-Gabel, extra auf den Nachwuchs abgestimmt, auf das geringere Gewicht, 9-fach Shimano-Schaltung und Shimano-Bremse. Unser Reaction Rookie SL ist mit einem Bosch Active Plus Motor ausgestattet. Hier unterstützen 50 Newtonmeter. An der Front haben wir eine Suntour Luftfedergabel und eine Magura 2-Kolben-Bremse. Geschalten wird mit einer Shimano Deore 10-fach Schaltung mit einer Bandbreite von 11 bis 42.